das war eigentlich so der Smalltalk, den wir betrieben haben. Das hat dann am Ende auch gereicht. Normalerweise gibt es immer so Szenen oder gibt es ein paar Spieler, wenn die den Ball haben aus 20, 25 Metern und dann zum Schuss ausholen, da denkt man sich so, weiß ich jetzt nicht so genau, besser, wenn du vielleicht nochmal spielst. Ach stimmt, genau, da war ja was. Ja, genau. Reus, Flanke kommt, Kopfball und Füllkrug im Nachsetzen! Niklas Füllkrug scheitert zunächst an Renault und dann ist er gedankenschnell mit dem linken Fuß da im Liegen und netzt ein in der 7. Minute. Julian, es war ein ereignisreiches Spiel, das du in der ersten Halbzeit noch von der Bank verfolgt hast. Wie hast du diese ersten 45 Minuten erlebt? Ja, gut. Aus einem anderen Blickwinkel diesmal. Ich glaube, wir haben uns in der ersten Halbzeit schon noch ein bisschen schwer getan, haben uns ein bisschen angepasst an die Unioner. Viele Bälle in der Luft, viele Zweikämpfe, viele Tore eigentlich nach Standardsituationen. Wurde ja auf beiden Seiten eins aberkannt. Eine erste Halbzeit, mit der wir auf jeden Fall nicht zufrieden waren und umso schöner dann, wie wir aus der zweiten Halbzeit oder in die zweite Halbzeit rausgekommen sind, haben uns das dann ganz anders vorgenommen, waren viel zielstrebiger und haben dann auch 3 wichtige Tore gemacht. Ich habe gesehen, bevor du reingekommen bist in der Halbzeit, ist Edi noch mal raus, hat mit dir gesprochen. Was hat er dir mit auf den Weg gegeben? Ja gut, nur wie jetzt die Positionierung ist. Ich glaube, ich bin ja für Jamie reingekommen. Jamie ist ja ein Linienspieler mit seinen ganz klaren Stärken auf der Linie. Anders wie bei mir. Ich fühle mich da ja ein bisschen im Zentrum wohler. Oder das war dann auch am Ende so ein bisschen diese kleine, aber feine Umstellung, die wir dann hatten. Also ich war dann mit Marco dann doppelt besetzt und ich glaube, das hat die Union dann schon vor schwere Aufgaben gestellt. Ja, das war eigentlich so der Smalltalk, den wir betrieben haben. Das hat dann am Ende auch gereicht. Der Rest haben wir dann auf dem Platz geregelt. Metscher mit vielen Ballkontakten. Tor von Schlotterbeck in der 49. Was für ein Kracher! Das ging los mit dem 2:2 von Schlotti. Da haben wir uns ziemlich die Augen gerieben. Wie ging es dir auf dem Platz? Weltklasse-Tor. Ich habe ihm das eben auch noch mal gesagt. Oder, auch nach dem Spiel. Also brutal, wie er den dann reinzimmert. Normalerweise gibt es immer so Szenen oder gibt es ein paar Spieler, wenn die den Ball haben aus 20, 25 Metern und dann zum Schuss ausholen, da denkt man sich so, weiß ich jetzt nicht so genau, besser, wenn du vielleicht nochmal spielst. Und mittlerweile muss ich aber sagen, nach dem Spiel letzte Saison auf Schalke und jetzt auch heute, hat er schon einen guten Wumms drauf, der Kollege, und das hat er gut gemacht. Ja. Konter für den BVB über Marco Reus. Rechts ist Brandt frei. Marco Reus. Brandt, guter Ball auf Brandt. Julian Brandt! Marco Reus legt auf für Julian Brandt und Borussia Dortmund geht zum zweiten Mal am heutigen Nachmittag in Führung. Du hast 3:2 gemacht und damit herzlichen Glückwunsch. Du hast dann jetzt gegen 17 der 18 Bundesligisten mindestens einmal getroffen. Du weißt, welcher Bundesligist dir fehlt? Heidenheim. Nee, habe ich ja getroffen, stimmt. Wen haben wir? Darmstadt habe ich getroffen. Hatten wir das nicht schon mal, das Thema? Es könnte sein, ja. Es gab das Thema, ne? Ja, bei deiner Vorstellung. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Es ist der BVB. Ach stimmt, genau. Da war ja was. Ja, genau. Du nimmst es uns nicht übel, wenn das gerne noch so bleiben darf. Aber nimm uns doch mal mit. Vielleicht aber im Stand von 4:0 kann ich das nochmal irgendwie nachholen. Nein, also ist okay. Das ist, aber sonst ist doch gut eigentlich. Absolut super. Und dann wieder Vorlage von Marco. Du hast es vor ein paar Tagen noch gesagt, könnte häufiger passieren. Einen halben Assist, glaube ich, können wir vielleicht auch Fülle geben, weil der hat angezeigt, schau mal rechts, oder wie hast du auf dich aufmerksam gemacht? Ich muss tatsächlich sagen, dass alle 3 Jungs, die da vorne noch mit mir rumgestolpert sind, da echt einen großen Bärenanteil haben. Also bei Fülle habe ich es jetzt gesehen, weil er einfach auch Marco dann noch die Anweisung gibt, so ein bisschen, ne, auf der anderen Seite ist ein bisschen gefährlicher gerade. Marco sowieso, ich finde, dass er so lange am Ball bleibt und dann auch, er läuft ja quasi von mir weg, also ich bin ja an seinem Rücken, er sieht mich nicht, dass er dann nochmal trotzdem lange am Ball bleibt, dass dann in dem Moment Donny den Spieler auch wegzieht, also mir den Raum ja frei macht sozusagen, dass ich ihn annehmen kann und dann auch wenn er das Tor schießen kann, da hat schon jeder auch seinen wesentlichen Anteil dran und da muss man sagen, das hat echt gut funktioniert, der Konter. Für dich erstmals im 6. Spiel in Folge mindestens, also eine Torbeteiligung, das ist sicherlich sind Zahlen, die dich zufriedenstellen dürften. Ja, also es könnten irgendwann jetzt auch dann noch mehr Tore sein, also da bin ich dann
glaube ich, ist noch Luft nach oben, aber klar, ich weiß, dass mit jeder Torbeteiligung meinerseits oder von anderen Spielern die Chance höher ist, einfach, dass wir als Mannschaft, als Verein das Spiel gewinnen. Und wenn du das in den letzten 6 Spielen jetzt in meinem Fall gemacht hast, dann, und wir jetzt auch die letzten 4 Spiele Gott sei Dank dann gewinnen konnten, dann ist das ein schönes Gefühl, weil es gibt dann auch der Mannschaft einen gewissen Mehrwert. Reiner, Hereingabe, Renault, Ryerson, abgefälscht, Tor! Julian Ryerson trifft gegen den Ex-Club in der 71. Minute. Du hast gesagt, die letzten 4 Spiele gewonnen. Schlotti hat gesagt, wir sind auf einem ordentlichen Weg. Ich hatte von einem guten, er meinte ein ordentlicher Weg, aber mit viel Luft nach oben. Wie siehst du es jetzt, bevor ihr in die Länderspielpause geht? Auf welchem Weg seid ihr aktuell? Wir haben jetzt von der Punkteanzahl das Maximum rausgeholt. Das ist sehr gut. Das muss man klar so stehen lassen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst. Wir müssen kritisch bleiben, auch bei uns gegenüber, weil es ist nicht alles top, was wir machen. Wir brauchen uns aber auch nicht nur kritisieren, also ein Mittelweg ist da schon auch das Richtige. Ich glaube, wir haben jetzt auch unangenehme Gegner trotzdem gehabt, auch wenn jetzt die vermeintlichen ganz Großen ja noch irgendwie vor der Tür stehen. Und ja, es tut uns einfach gut, dass wir jetzt nach und nach die Kontrolle im Spiel wieder mehr an uns gerissen haben, also in allen Spielen, dass wir jetzt heute auch wieder Tore zu Hause schießen konnten. Das war in den letzten Heimspielen ja ein bisschen üppig, dementsprechend sieht man da, glaube ich, einen Fortschritt. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir ja noch ein paar Spiele vor uns, dann kann man darauf extrem aufbauen, dass wir uns irgendwann nochmal in die Augen gucken und sagen, das ist jetzt nicht nur ordentlich, das ist auch gut, dass wir das jetzt machen. Und abschließend noch, jetzt erstmal Länderspielpause, aber dann zu Hause gegen Bremen, auch für dich ein besonderer Verein, wo du dann hoffentlich dein 300. Bundesligaspiel machst. Ja. Ich denke mal, zu dieser Premiere machen wir so weiter, wie wir jetzt aufgehört haben. Da hätte ich mir tatsächlich keinen schöneren Verein wünschen können. Ja, wir haben jetzt da mit der Länderspielpause natürlich eine wilde Nummer, wo es jetzt auch gerade mit der Rückreise dann ein bisschen turbulent wird, aber wir kriegen das schon alles hin und ja, dass es natürlich dann zu Hause ist, das erleichtert uns ein bisschen das Ganze und hoffentlich ein erfolgreiches Spiel.